Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Rena und ich möchte euch heute ein Unboxing von einem französischen Diamond Painting Leinwandhersteller zeigen, und zwar von Oraloa. Das hört sich jetzt erstmal hawaiianisch an, aber es Island of Arts, www.oraloa.com, ist auch auf verschiedenen Plattformen zu finden. Instagram, YouTube, Facebook, glaube ich. Gucken wir gleich nochmal. Und das ist eine französische Firma und lizenzierte Diamond Painting Artwork sozusagen, also von lizenzierten Künstlern. Deswegen sind die Bilder natürlich auch ein bisschen teurer, aber damit unterstützt man ja auch den Künstler. Und da wollte ich euch ein kleines Unboxing zeigen. Dann fangen wir einfach mal an, das auszupacken. In der Zwischenzeit könnt ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren. Klickt einfach die Glocke. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich neue Videos uploade. Über ein Like würde ich mich auch sehr freuen, natürlich. So, jetzt habt ihr schon kurz gesehen, was es für ein Bild ist. So, wie gesagt, das ist die Umverpackung. So, was haben wir hier drauf stehen? 0 bis 6 das Übliche, ne? Kleinteile und so weiter. So, und hier könnt ihr jetzt schon mal sehen, was drin ist. Das ist auch ein All-Inclusive-Kit. Das heißt, alle Sachen sind drin, sodass ihr, wenn ihr nur diese Box habt, schon losstarten könnt zu painten. Und wir haben hier ein Bild von Violet. Das heißt Etoile, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und die Größe ist 30 x 30 cm. Es sind runde Steine. Sehen wir hier. Hier ist nochmal der Name von dem Bild. SKU 0228. Und es ist halt ein kleines, ja, Kinderbild schon eher. Ne? Ich habe eine kleine Tochter, die ist 3,5 und die freut sich darüber sehr. Oraloa hat auch noch ein zweites Bild davon im Shop. Das habe ich jetzt noch nicht mitbestellt. Ich gucke mal, wie das hier ist und dann gucke ich mal, ob ich das zweite Bild auch noch bestelle. Das ist in ähnlicher Art und zeigt, glaube ich, einen Mond, wenn ich mich recht erinnere. Hier sehen wir nochmal auf Instagram Oraloa_Island_ of Arts und bei Facebook Oraloa. Die Homepage verlinke ich euch auch nochmal. Das Bild verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung. www.oraloa.com. Und wie gesagt, es ist lizenzierte Artwork. So, dann wollen wir doch mal reinschauen. Achso, hier ist auch noch mal. Also was ich ja immer ganz praktisch finde, sind diese Umkartons. Das heißt, ich kann das, wenn ich es nicht gleich anfangen wollte, auch so lagern. Das ist sehr schön. Es kommt kein Staub ran. Und hier haben wir es auf der anderen Seite. Wenn ihr das dann so weglegt, dann seht ihr auch immer das Bild dazu, was drin ist. So, dann gucken wir mal, wo wir hier aufmachen. Aua, ohne dass meine Fingernägel abknicken. So, das war's. Dann kann der Karton schon mal zur Seite. Jetzt knistert es einen Moment, weil ich hier einmal die Verpackung aufmachen muss. Wir sehen hier schon, dass es eine abgesteckte Leinwand ist. Hier sehen wir auch nochmal das, was ich vorhin auf dem Bild, auf dem Umkarton schon sagte, diese Nummer von dem Bild. R steht für rund und dann 0228. So, und jetzt sehen wir hier schon, dass die Leinwand ein bisschen anders aussieht. Also nicht nur, ich sag mal, so eine Plastikleinwand, ja, sondern sie ist ein bisschen, ja, so wie ein bisschen filzartig, aber natürlich ganz dünn nur. Aber hier haben wir einen abgesteppten Rand. Genau, fühlt sich ein bisschen weich an auch. So, dann gucken wir mal, was hier drin ist.
Lässt sich gut aufmachen. Dicke Folie fühle ich auf jeden Fall. Das ist mein erstes Oraloa-Bild. Deswegen muss ich da jetzt auch noch ein bisschen gucken. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal ganz viel drin. Da gucken wir gleich drauf. So, und hier sehen wir das Bild. Jetzt muss ich hier tatsächlich noch mal was draufstellen, damit sich das nicht so zusammenrollt. So ein bisschen ins Bild schieben. Genau so. Ich finde das ja ganz wunderbar. Das sind ganz schöne Farben. Pastellfarben. Die Leinwand legt sich gut hin. Wir haben auf beiden Seiten die Legende und auch das Bild. Nochmal in klein. Es sind 33 Farben. Und 1, 2, 3, 4 AB-Farben. Die sind hinten mit AB auch gekennzeichnet, also Aurelius Borealis. Angelehnt an den Polarstern, das heißt, sie leuchten. Also sie haben so andere Facetten auf dem Stein. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und hier unten steht auch nochmal die Künstlerin. Vionette, Lün. Ja, der Stern, ne? Sternschnuppe, wie auch immer. So 30 x 30 ist das Bild. In Inch jetzt auch nochmal. Hier unten haben wir nochmal die Oraloa Social Media Sachen. Also Facebook, Pinterest, Oraloa. Jetzt können wir uns gleich schon mal den Druck angucken, bevor wir uns die Steinchen angucken. Also wie gesagt, es ist alles sehr gut zu erkennen. Jetzt blendet das Ringlicht ein bisschen hier. Na, aber sehr gut zu erkennen. Wobei bei dem blauen, also ich bin Brillenträgerin, da muss ich wahrscheinlich dann abends painte doch ein bisschen das Lightpad anmachen. Mit dem Raute, was ist das? Raute und Plus. Ja, könnte man ein bisschen durcheinander kommen. Ja, geht. Ne? Also wie gesagt, hier haben wir auch nochmal das Oraloa-Männchen mit dem Surfbrett. Ist ja auch süß. So, dann haben wir hier die ganzen DMC-Nummern auch drauf, die ganzen Symbole mit den hinterlegten Farben. Und hier unten haben wir dann die AB-Steine. 2, 4. Genau. Genau. So, mal gucken. Hier in dem Gelben kann man auch wunderbar erkennen. Das erkenne ich dann sogar ohne Leitfett auch. Und hier haben wir dann auch nochmal so eine kleine Sternschnuppe. Sternschweif. Ja, und wie ihr sehen könnt, ohne dass ich jetzt oben was drauflege, liegt die Weinland schon sehr gerade. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was wir hier alles mitbekommen haben. So. Hier ist das Toolkit. Gucken wir mal kurz rein. Wenn ich rauskomme. Die Tüte ist aber genau auf das Schiffchen ausgelegt. Fast aber Millimeter genau. So. Okay, wir haben hier ein ganz normales weißes Schnabelschiffchen. Mosfa. Fühlt sich gut an. Plastik. Ne? Hier haben wir ein Squishy. Einen Glitzer, einen durchsichtigen Glitzerstift. Und hier schon mit einem Dreieraufsatz. Und hier ein Eineraufsatz. Den kann man dann hier auch tauschen. Und hier haben wir noch einen, was ist das, Sechseraufsatz, glaube ich.
Steht das hier auch? Ne. 6er oder 7er Aufsatz. Ne? Den kann man dann wechseln. Auch sehr schön. Und den Squishy, damit das nachher beim Painten nicht so wehtut, wenn man so über längere Zeit paintet. So, dann ist das nochmal ein bisschen angenehmer. So, was haben wir noch? Wie gesagt, den zweiten Aufsatz haben wir. Dann haben wir eine tolle Pinzette. Die ist richtig schwer und sehr spitz. Das ist eine sehr schöne Pinzette, wie ich finde, mit Schutzkappe. Auch richtig fein, kann man immer gebrauchen, finde ich. Und ein kleines süßes Döschen. Das mag ich ja auch sehr gerne, diese kleinen Sachen. Mit 3 Plättchen Wachs drin. Blauen Wachs habe ich auch noch nicht. Ist auch sehr schön. So, und dann gucken wir mal. Hier haben wir ganz viele Zettel. Hier kriegt man dann nochmal seinen Gutschein. Kann man für die nächste Bestellung verwenden. Genau, hier ein Willkommen in verschiedenen Sprachen. Und hier gibt es nochmal Instructions. Wenn einer noch nicht so genau weiß, wie er starten soll, dann ist hier nochmal eine Beschreibung in 4 verschiedenen Sprachen. Englisch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch. Ja, das ist ja auch sehr schön. So, und dann haben wir hier, das finde ich auch sehr schön, sehr schön. Das ist ein Sticker, die ganze Seite, so DIN A4 Blatt, ist ein Sticker. Und da freuen sich meine Kinder. Vor allen Dingen die kleinste. Kann man das hier, ist das hier schon vorgestanzt? Nein, hier ist es nicht vorgestanzt, aber man kann das ausschneiden. Dies hier ist vorgestanzt, sehe ich hier gerade. Das Bild ist vorgestanzt. Ist ja auch richtig schön, kann man sich in sein Journal kleben. Werde ich dann wahrscheinlich auch machen, aber ich werde es wahrscheinlich erstmal in die Box tun, wo ich dann die Steinchen einsortiere. Genau, hier haben wir auch nochmal die Künstlerin und Etoile fürs Kind, wie das Bild heißt. Ja, hier haben wir nochmal, und das finde ich ja ganz nice, und zwar einzelne Aufkleber schon. Ne, die kann man hier dann so ablösen. Dann kann man sich die direkt auf die Box kleben. Allerdings weiß ich da auch noch nicht, ob ich die direkt auf die Box klebe. Manchmal habe ich ein bisschen Probleme mit den Etiketten zum Abmachen von den Boxen. Vielleicht klebe ich dann einfach einmal Washi-Tape drunter. Dann geht das nachher einfacher ab. So werde ich das wahrscheinlich machen. Und was ich auch ganz süß finde, ist ja, dass hier alle durchgestanzt sind. Ja, also das heißt, ich habe hier noch ein paar Blanko. Wir gucken uns gleich mal die Steine an, falls ich ein paar mehr Döschen brauche. Dann kann ich hier selber mit Folienschreiber nochmal die Namen oder DMC-Nummer oder einzelne Nummern nochmal draufschreiben. Das finde ich sehr schön. Sehr schön. Hier auch nochmal Oaloa Island of Arts. Es handelt sich hierbei übrigens, ich habe dieses Bild hier selbst gekauft. Das ist unbezahlte Werbung sozusagen. So, und dann haben wir ja jetzt noch die Steinchen. Ja, sieht gar nicht so viel aus. Oh, die Steinchen sind in Zippertüten, das ist ja auch sehr schön. Und wir sehen hier unten auch schon ein super schönes Weiß. Das ist auch die letzte AB-Farbe, genau 5200, die DMC-Nummer. Das glitzert und funkelt schon, könnt ihr das sehen? Ich packe das einfach mal hin aus. So, jetzt knistert das noch eine Runde. Mal eben den Anfang finden. Ja. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass die bereits in Zippertüten kommen. Also manchmal painte ich auch aus Zippertüten. Ich muss mal schauen, wie ich das hier mache. Also hier haben wir schon. Ja, ich kann ja mal ein paar Farben rausholen. So, welche Farben holen wir mal raus? Hier, das finde ich ja auch sehr schön. Die 15, mal gucken, genau, 927, das ist die DMC-Nummer.
Nummer 15, die DMC-Nummer, das ist die Grammzahl und hier nochmal von welchem Kit das stammt sozusagen. Runde Steine 228, so heißt ja das Bild. Genau, und hier sehen wir einwandfreie Steine. Die haben gar kein Loch, also sind das wahrscheinlich Harzsteine, ne? Da habe ich jetzt gar nicht gelesen in der Beschreibung. Ob das Harzsteine sind oder Acrylsteine, weiß ich gar nicht so. Aber die sehen hier so aus, als wenn die gar kein Loch haben vom Spritzguss, vom Herstellungsprozess. Aber hier haben wir auch so ein schönes Rosa, ne? Das ist die Nummer 18. Das ist ja auch sehr schön. Hier hat sich ein Stein verirrt. Guck mal, ein dunkler Stein. Habe ich überhaupt schwarz? Ja doch, in den Augen habe ich ein schwarz. So, und dann haben wir hier die 19. Das ist auch ein schönes Blau. So. Mal gucken, dass ich das hier nicht alles... Oh, die Farbe mag ich auch. So ein Petrol. Ähnlich. Farbe 21. So, dann gucken wir uns jetzt mal eben die 4 AB-Farben an. So, hier, das sind diese 4 und die glitzern auch schon so. So, einmal die letzte Farbe habe ich schon gezeigt. Das ist das Weiß. Das glitzert und funkelt. Wie gesagt, die sind anders beschichtet. Gehen aber auch ganz normal mit einem normalen Stift zu setzen. Ist überhaupt kein Problem. So, wo kommen die hin? Das ist ja dieses durchgestrichene Kreis mit dem, also so wie Durchschnitt, sage ich mal, so wie das Durchschnittszeichen. Da haben wir zum Beispiel hier unten in dieser Wolke haben wir hier so ein Teil, kommen die rein und hier ein ganzer breiter Strich sozusagen hier so rüber. Das ist sehr schön. Das ist ja auch eine süße Farbe, so Pastell, ja, wie nennt man das? Pastellpetrol, wie auch immer. Auch funkelt so in alle, ich habe beinahe gesagt Regenbogenfarben, aber ne, sieht ganz toll aus. Das ist die Farbe Nummer 32. Dann haben wir hier ein helles Gelb, so oder beige. Wird schon fast beige sagen. Und dann haben wir hier die Farbe 30. Hier haben sich gleich 2 Steine verirrt. So ein Gelb. So, mal gucken, dass das Licht nicht so blendet. Auch sehr schön. Ja, ich freue mich, das anzufangen. Wird mein nächstes Projekt, Instagram. Ihr habt auf Instagram entschieden, dass ich dieses Bild anfangen soll. Ich habe noch ein zweites Bild von Oraloa, aber das kommt dann in einem separaten Video. Und ja, ich freue mich ganz doll. Prima. Dankeschön fürs Zuschauen. Das war's schon. Und wie gesagt, drückt auf die Glocke, abonniert mich und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Tschüss!